Ja, guten Morgen zusammen. Joanna läuft hier auch schon rum. Gestern ging dann wirklich schlagartig, dass bei mir der Akku plötzlich leer war. Ich bin um 20 Uhr ins Bett und habe gemerkt, wie der Körper von oben bis unten plötzlich heiß wurde und mit der Krankheit kämpfte. Er hatte heute Nacht auch Fieber. Wenn es Joanna langsam besser geht, bin ich jetzt dran. Mal gucken, wie es verläuft. Das Gute ist, ich kann jetzt Joannas Tabletten mitfuttern und im Zweifelsfall holen wir neue. So sieht's aktuell aus. Toller Urlaub. Ich hatte ein bisschen Fieber nachts, aber nicht viel. Geht bei mir mittlerweile blitzschnell runter mit Medikamenten. Und ich musste die schon mehr als 5 Stunden lang nicht nehmen. Die Übelkeit ist immer noch da, aber sonst geht es mir besser. Aber ich hatte wirklich so sehr gehofft, dass ich das nicht durchmachen muss, was ich durchgemacht habe. Ich hatte gestern Lust zu weinen, als ich gesehen habe, dass es ihm immer schlechter geht. Die einzige Hoffnung ist, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Ich muss sagen, es trifft mich echt, dass Jens jetzt auch krank wird. War wohl doch zu viel Nähe. Wenn schon Urlaub teilen, dann auch die Viren. Zum Glück scheint sein Fieber nicht so hoch zu sein und er zittert nicht, so wie ich es getan habe. Ich habe ihm mein Medikament gegen Grippe gegeben, das die Virusvermehrung hemmt. Viel ist davon nicht mehr übrig, 3 oder 4 Tabletten vielleicht, aber sie werden bestimmt ein bisschen helfen. Und so sitzen wir beim Frühstück wie 2 Katastrophen. Schaut ihn euch an, wie mitgenommen er aussieht, als hätte ihn eine Horde Touristen auf Rollern überfahren. Man sieht ihm an, dass es ihm ziemlich mies geht, und ich mache mir echt Sorgen. Und genau wie ich hat er keinen Appetit mehr, was ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass es ernst wird. Ich hatte dem Hotel eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und gefragt, ob sie so ein Fieberthermometer haben. Sie haben gesagt, sie gucken, ob sie eins haben und im Zweifelsfall holen sie eins aus der Apotheke. Und gerade war jemand da. Gute Besserung und irgendwelche Kekse, Chips, was zu trinken und auch ein Thermometer. Sag doch die wichtigste Nachricht von allen. Er hat kein Fieber. Ich habe mich schon lange nie so gefreut. Also vermutlich hatte ich heute Nacht schon erhöhte Temperatur. Meine Uhr hat auch irgendwas davon angezeigt. Aber zumindest ist es jetzt nicht so, dass ich hier mit 40 Grad Fieber brutzel. Nach etwa 4 Stunden Schlaf geht es Jens überraschenderweise deutlich besser. Also nutzen wir die Gelegenheit und gehen etwas essen. Zum allerersten Mal sehen wir hier einen Mülleimer oder genau gesagt einen Müllkäfig. Aber sonst auf dem ganzen Strand gibt es keinen. Nicht weit entfernt in die entgegengesetzte Richtung unseres vorherigen Spaziergangs entdecken wir doch noch ein weiteres Restaurant. Und wir dachten schon, unser Hotelrestaurant ist die einzige Option hier. Wir sind fremdgegangen. Wissen noch nicht, ob es gut ist, aber wir hoffen es. Wir haben die Nase voll von dem Restaurant bei uns im Hotel. Es schmeckt, aber wir wollten mal eine andere Auswahl und sind über den Strand zum nächsten Hotelrestaurant gegangen. Waren nur 50 Meter, haben wir gerade so geschafft. Die haben westliche Preise hier, also schon üppig. Aber wir müssen was essen und was Ordentliches essen. Joanna ist so glücklich, dass wir endlich beide auf dem Weg der Besserung sind. Dass sie sogar selbst mit ihrem Ginger Ale anstößt oder wie sie es sagt, klopft. Und das, obwohl sie immer sagt, dass man nicht mit allem anstoßen muss. Als wir gerade bestellen oder uns hinsetzen wollten, hat sie uns nach der Zimmernummer gefragt. Wir hatten natürlich hier keine Zimmernummer.
Also wir hatten schon Bedenken, dass sie uns hier rauswirft, wir nichts zu essen bekommen oder wir eine Anzahlung leisten müssen bei den Preisen. Und Johanna sagte gerade, vermutlich mussten wir nur nichts anzahlen, weil sie nicht wissen, dass wir unsere Unterhosen und Socken selbst gewaschen haben im Waschbecken und jetzt auf dem Balkon aufhängen. Wir bestellen einen Räucherlachssalat mit Pomelo. Die Portion ist zwar definitiv nicht groß, aber optisch macht sie Eindruck, auch wenn Pomelo eher nur in homöopathischen Dosen auftaucht. Es sieht richtig, richtig lecker aus. Das Ganze kostet, Trommelwirbel, 20 € pro Person. Klar, aus deutschen Verhältnissen ganz normales Essen, aber für hier Wahnsinn. Und das Hotel, haben wir kurz nachgeguckt, was hier das Zimmer kostet pro Nacht. Es hat sich zufällig gezeigt, das wussten wir nicht, dass dieses Hotel ist ein Intercontinental und eine Nacht hier kostet 600 €. Es fällt Johanna immer noch schwer zu essen und es ist auch schwer, überhaupt zum Essen zu gehen. Aber letztlich klappt es dann doch, worüber wir uns beide sehr freuen, weil es der Genesung hilft. Sieht doch gut aus in dem türkisen Kleid. Ich hoffe, es ist türkis. Für mich sieht es eigentlich blau aus, aber es halt. Ist es blau oder türkis? Türkis. Okay. Wir sind gerade vom Essen wieder gekommen. Da steht hier auf dem Schreibtisch so ein Monster WLAN-Router. Wobei am Ende ist er auch nur als Repeater konfiguriert. Weil ich mich gestern darüber beklagt habe, dass das Internet schlecht ist. So 1-2 Megabit Download und Upload. Jetzt sagt Johanna, es ist ein bisschen besser. Zusätzlich, ihr seht da drüben auf der linken Seite das Restaurant. Da haben wir jetzt Gäste-WLAN-Access. Und dieses WLAN reicht bis zu unserem Zimmer hier hoch. Das heißt, wir können jetzt auch kostenlos das WLAN vom Intercontinental nutzen. Backup halt. Wir haben Wäsche gemacht, getrocknet hier. Und so vegetieren wir den ganzen Tag. Und wir haben heute beim Frühstück gesprochen. Morgen sollen wir mit der Fähre fahren zum Festland. Und wir haben gesagt, so viel Glück wie wir haben in diesem Urlaub, wird es bestimmt morgen stürmisch. Es gab die ganze Zeit jetzt keinen Wind, die ganzen 2 Tage lang, wie wir hier sind in diesem Hotel. Und jetzt hat Jens gerade die Wettervorhersage gelesen. Was hast du gelesen? Ja, ich weiß nicht, ob ich hoffe, ihr habt die Serie über Mallorca geschaut. Dann wisst ihr, meine Erfahrungen mit Fähren sind nicht so optimal. Offenbar werde ich schnell seekrank. Und jetzt steht hier Bangkok. Ein starkes Hochdruckgebiet aus China wird sich von Freitag bis Montag, das ist ab morgen, über Thailand und das südchinesische Meer ausbreiten und in vielen Landesteilen versinkende Temperaturen und kräftige Winde sorgen. Also wir hatten recht. Es gibt schlimmere Ausblicke. Hier ist so super dschungelig. Weil es ist kein Dschungel, aber dieser Baum ist wunderbar. Ist wie Dschungel, immerhin. 600 Meter haben wir uns vorgenommen zu laufen. Wir machen was Verrücktes. Mal sehen, ob es unsere Energie zulässt. Am Ende der 600 Meter wartet ein lokales Restaurant. Und wir versuchen es. Damit ihr einen Größenvergleich habt. Krasse Dinger. Ist total sicher hier. Die Leitplanke geschützt. Kann nichts passieren. Überall gibt es diese Waschmöglichkeiten. Scheinbar hat man hier keine Waschmaschine zu Hause, sondern trifft sich an diesen Stellen. Man fährt mit dem Moped her, kann direkt das Moped tanken und die Wäsche waschen. Sehr praktisch. 600 Meter können sich verdammt weit anfühlen, wenn man gerade eine Grippe hinter sich hat oder gerade dagegen kämpft. Aber wir schaffen es irgendwie.
Am Ende landen wir in einem sehr lokalen Restaurant. Lokaler geht es kaum. Da guckst du, oder? Heute Nobel-Ausführer. Joanna sucht sich was Neues zu essen aus in einem sehr lokalen Restaurant. Die rauchende Flasche soll wohl die Mücken vertreiben, wird dabei aber fleißig von den vielen Geckos an den Wänden unterstützt. Das Restaurant selbst ist sehr einfach. Eine Konstruktion aus Betonplatten, etwas Blech und ohne unnötigen Schnickschnack. Außer natürlich Weihnachtsdeko, die darf nicht fehlen. Dafür ist die Speisekarte erstaunlich umfangreich. Wir finden es hier genial. Joanna futtert mein Essen. Aber ich habe ja gelernt, seitdem wir verheiratet sind, gibt es nicht mehr mein Essen, ist unser Essen. Das ist voll lecker. Glaube ich, deshalb habe ich bestellt. Green Curry, ein bisschen Reis und irgendwelche Fleischstücke. Und Joannas Essen kommt gleich, aber jetzt wird's laut. Wo kommt dein Essen? Popcorn Crab. Und was hast du dir bestellt? Ich dachte, es ist Suppe, aber es ist auf einem flachen Teller. Aber es sieht trotzdem aus wie Suppe. Das ist halt aber gefährlich für die Mopedfahrer und natürlich auch für die Autofahrer. Und für die Hunde. Für die Hunde auch. Na. So, kommen wir jetzt. Auf dem Rückweg begegnen wir einer ganzen Horde Hunde, die uns ehrlich gesagt ein wenig einschüchtern. Zum Glück sind die freilaufenden Hunde in Thailand zwar zahlreich, aber meistens freundlich und wirken gepflegt und nicht unterernährt. Trotzdem dürfte das Leben auf der Straße für viele von ihnen gefährlich enden, besonders im Straßenverkehr. Es ist anstrengend für uns, hier den Berg hochzulaufen. Also, es ist kaum möglich, gerade zu laufen. Die 600 Meter zurück fühlen sich an wie ein Himalaya-Aufstieg, denn diesmal geht es bergauf. Es ist wirklich steil hier, muss man sagen. Ich bin komplett aus der Puste, aber aufgeben ist keine Option. Also schleiche ich mich langsam voran, in dem Tempo einer sehr entschlossenen Schildkröte und überlege, ob ich es noch vor Morgengrauen schaffe. Aber fast sind wir auf der Bergspitze. Ja, gleich haben wir es geschafft. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin auch stolz auf mich. Schnell, Rutsch. Bevor die Mücken drin sind. Am ersten Tag hier hat Jens unsere Sachen im Waschbecken gewaschen und wir haben sie hier draußen zum Trocknen aufgehängt. 2 Tage später hängen sie immer noch, denn die Luftfeuchtigkeit hier ist so hoch, dass selbst die Sonne keine Chance hatte, sie richtig zu trocknen. Jetzt haben wir keine Wahl und müssen sie so, wie sie sind, leicht feucht einpacken. Der nächste Tag und uns geht es beiden. Wie geht's uns beiden? Besser. Joanna hat sich offiziell für gesund erklärt. Das sehe ich noch nicht so. Wir machen das so, sie erklärt mich für gesund, wenn es soweit ist, und ich sie. Aber uns geht's tatsächlich besser. Wir werden in ungefähr 1 Stunde abgeholt, fahren dann zum Pier, zum Fährhafen. 1,5 Stunden Fährfahrt haben wir vor uns. Und anschließend Mittagessen und dann haben wir eine circa 2,5-3-stündige Autofahrt vor uns. Theoretisch sollte dann Fahrer warten und dann sind wir in der nächsten Unterkunft.
Wenn wir dann ankommen und uns nicht völlig kaputt fühlen, seht ihr, gesund ist ihr nicht. Dann sollte es uns wirklich, wirklich gut gehen. Wir werden trotzdem die nächsten 1-2 Tage zumindest noch langsamer machen, aber nicht die ganze Zeit nur rumliegen. Ich möchte nur sagen, das ist die erste Nacht, die wir durchgeschlafen haben, beide ohne Fieber. So. Auf zum Hafen. Wir sind wieder vollgepackt wie die Esel. Jetzt gehen wir hier zum Ticket-Counter, zeigen unsere Bestellbestätigung und bekommen hoffentlich Tickets. iPhone nicht verfügbar, in einer Minute neu versuchen. Er erkennt mein Gesicht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es das geändert hat, weil es braun geworden ist. Wir gucken, ob wir mit dem Passwort weiterkommen. Also aus irgendeinem Grund erkennt mein Handy mein Gesicht nicht mehr und mein E-Mail-Programm ist mit der Gesichtserkennung nochmal gesperrt. Und jetzt hat es zum Glück trotzdem irgendwie funktioniert und wir haben die Tickets bekommen. 12 Uhr geht's los. 45 Minuten jetzt warten. Und so sieht unsere Wartehalle aus. Nicht schön, nicht gemütlich, aber funktional. Es gibt Sitzplätze, die man offenbar abwischen kann, Licht, Ventilatoren und mehrere Klimaanlagen. Es ist gut kühl hier drin, aber wir sind auch froh, nicht draußen in der Sonne stehen zu müssen. Die Zeit geht jedenfalls schnell vorbei. Die Mücken hier haben uns ordentlich zugesetzt. Besonders Jens hat es erwischt. Seine Beine sind jetzt übersät mit mindestens 20 großen roten Punkten, die natürlich sehr jucken. Der Fahrer, der uns gerade hergefahren hat, hat uns gefragt, ob wir in Deutschland, also wo wir herkommen, und als wir dann gesagt haben Deutschland, hat er gefragt, ob wir in Deutschland auch Sommer haben. War sich nicht ganz sicher, weil unsere Haut so weiß ist. Und er hat auch gefragt, ob wir den ganzen Jahr lang Schnee haben in Deutschland. So, die Tickets sind eingelöst und jetzt laufen wir den Pier entlang. Der Weg auf die Fähre war eine Mischung aus Hindernisparcours und Mutprobe. Das großmaschige eiserne Gitter bot genügend Platz für spontane Schwindelanfälle und verlorene Gegenstände, während ein paar strategisch platzierte Platten dafür sorgten, dass man zumindest die Koffer ziehen konnte. Wer stolpert oder ein bisschen zu sehr schwankt, landet im Wasser. Im Laderaum der Fähre angekommen war sofort klar, dieser Boden hat Geschichte zu erzählen. Rostflecken, Ölflecken und eine Oberfläche, die alles andere als eben ist. Aber die andere Fähre, die neben uns stand, sah auch aus, als hätte sie noch mehr durchgemacht als unsere. Wir betraten den Passagierraum. Alles wirkte sehr abgenutzt und das erste, was ins Auge sprang, war ein ekliger, völlig verdreckter Waschlappen, der direkt neben der Wasserstation lag. Warum? Wer weiß. Genauso rätselhaft war die scharfe Schere, die einfach so daneben lag. Drinnen war es leer und offenbar interessierte es niemanden, welche Plätze wer hatte. Also haben wir großzügig gleich 4 Sitze besetzt. 2 für uns und 2 für unsere Rucksäcke. Luxus pur. Ich hoffe sehr, dass mir nicht schlecht wird. Ich sehe nämlich hier keine entsprechenden Beutel. Aber Schwimmwesten gibt's. Für den Fall, dass dieser verrostete Kahn es nicht übers Wasser schafft. Ich habe mich getraut, die Toilette zu besuchen. Oder besser gesagt, ich hatte es vor,
Ich ging rein, nahm einen Atemzug und das war ein fataler Fehler. Der Geruch schlug mir wie eine Wand entgegen. Der Boden war übersät mit Pfützen undefinierbarer Herkunft und in den Pfützen lagen viele lange Haare. Und als ich mir dann vorstellte, bei all dem Gewacke diese Toilette zu benutzen und mein Gleichgewicht beim Hocken zu verlieren, bin ich direkt wieder raus. Es gibt Dinge, die muss man erleben, andere eher nicht. Joanna kam gerade von der Toilette hier zurück. Ich habe sie davor gewarnt, dass ich hier nicht gehen würde auf der Fähre. Jetzt ist sie wieder da und meinte, ich hatte recht und sitzt völlig verstört in ihrem Sitz. Die Fahrt mit der Fähre hat etwa 1,5 Stunden gedauert und überraschenderweise waren die Sessel richtig bequem. Damit hatten wir nach dem abgenutzten ersten Eindruck ehrlich gesagt nicht gerechnet. Als wir am Festland angekommen sind, musste man die Treppe hinunter zum Laderaum nehmen. Im Gegensatz zu dem Passagierraum war er voll, was uns vermuten ließ, dass die Leute gar nicht ausgestiegen sind, sondern die Überfahrt einfach in ihrem Auto verbracht haben. Vielleicht wollten sie sich den Charme des Passagierraums ersparen. Die Luft hier besteht hauptsächlich aus Abgasen. Alle versuchen also nach vorn zu gelangen. Ich schaute auf meinen riesigen Rucksack und dachte mir, keine Chance da durchzukommen. Doch Joanna mit ihrem Gepäck, das viel breiter ist als sie selbst, drückte sich ohne zu zögern einfach durch und auf wundersame Weise berührte sie nicht mal die Spiegel. Ich bin nicht sicher, ob sie irgendeine geheime Technik beherrscht oder die Autos einfach nur Glück hatten. Letztlich schafften wir es beide und versuchten nicht zu atmen, während wir darauf warteten, dass man uns rauslässt. Sobald wir den festen Boden des Hafens unter den Füßen haben, schallt es von allen Seiten Taxi, Taxi. Die Fahrer wittern Kundschaft, aber Jens bleibt stur wie ein Fels. Er ist fest entschlossen, lieber zu laufen, mit schweren Rucksäcken, bei tropischer Hitze und frisch genesen von der Grippe, als diesen Fahrern den viel zu hohen Preis für die kurze Strecke zu zahlen. Auf den Shuttlebus, der gerade weggefahren ist, wollte er auch nicht warten. Wir sind jetzt von der Fähre runter, laufen in Richtung unseres Fahrers hoffentlich und suchen was zu essen unterwegs. Unser Fahrer sollte auf dem nächstmöglichen Parkplatz auf uns warten, durfte aber nicht aufs Hafengelände. Doch als wir schon ein gutes Stück gelaufen waren und Jens einen weiteren Taxifahrer weggewinkt hat, stellte sich heraus, es sind noch mindestens 2 Kilometer. Ich war richtig angepisst. Die Vorstellung, diesen langen heißen Weg in meinem Zustand zu marschieren, klang für mich nicht sehr verlockend. Doch nach ein paar 100 Schritten hielten 2 gute Seelen mit einem etwas eigenartigen Tuk-Tuk an. Entweder hatten sie Mitleid mit mir oder sie haben meinen Gesichtsausdruck gesehen und Mitleid mit Jens bekommen. Hey. Meeting point, pick-up point. There must be a pick-up point somewhere. Where you going? There's usually a shuttle, right? This shuttle. Where does it go? Right? Where does it go? Okay. Can we take? Yeah. Great, thank you. Das ist doch cool. Siehst du? Mal gucken, wie das geht. Alright. Okay. Okay, thank you. Khop khun krab. Every day is a wonderful day. Who knows what we'll see? It could be anything, 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 anything.
out. Life is our paintbrush, and we are in no rush to use up all the color. Wir warten jetzt auf den Fahrer. Wir sind hier an so einem Treffpunkt und haben uns was zu essen bestellt. So sieht der Treffpunkt aus. Wir sollen dann nicht weitergehen, da wurden wir von der Security angehalten, wahrscheinlich um nicht unter irgendwelche Autos zu laufen. Aber zum Glück hier gibt es Ständer mit dem Essen und sogar ein bisschen Platz zum Sitzen. Also so richtig gut ist das Essen jetzt hier nicht, aber dafür ist es wenigstens teuer gewesen. 100 Baht pro Portion. Er hat es genommen, weil wir Touristen sind. In meinem Pad Thai waren in jedem Bissen harte Teile präsent. Ungefähr so groß wie Sandkörner, aber nicht so hart. Es fühlt sich an, als hätte jemand eine Ladung fein zerstoßener Eierschalen ins Pad Thai gemischt. Warum? Keine Ahnung. Nicht mal ChatGPT konnte mir sagen, was das eigentlich ist. Joanna geht nochmal auf Toilette und das ist unser Auto für heute. Ein elektrischer MG4. Viele Leute, die in Thailand waren, erzählen begeistert, wie viel Natur und wie viele Wälder sie hier gesehen haben. Ich frage mich nur, wo? Bisher habe ich nur endlose Monokulturen gesehen. Plantagen aus Ölpalmen wie hier oder Kautschukbäumen, ordentlich in Reihen gepflanzt und ohne viel Leben dazwischen. Unsere Reise dauert etwa 2,5 Stunden und am Ende kommen wir in Ao Nang in Krabi vor unserem Hotel an. Das Hotel wirkt sehr angenehm. Eine Mischung aus einem Hauptgebäude mit Zimmern und mehreren kleinen Hütten, die sich in Grünen verteilen. Kaum angekommen, kriegen wir einen Begrüßungsdrink und mir wird der Rucksack abgenommen. Ein netter Mitarbeiter trägt ihn bis zu unserem Häuschen. Ein Service, den ich nach der Reise nur zu gerne annehme. Und schaut euch diese atemberaubenden Felsen an, die hier direkt in der Nähe majestätisch in den Himmel ragen. Unser Häuschen liegt direkt am Pool, was bedeutet, dass wir etwas weniger Privatsphäre haben, aber die Atmosphäre ist trotzdem sehr gemütlich. Es ist so groß wie ein Hotelzimmer und das Bett ist mal wieder schön geschmückt. If you stay right here, I might move my head to your face. It's been a long and tiresome day. I've been waiting to come home and give you everything that I have. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises. Ich bin noch nicht bei voller Kraft. Die Reise hat mich also komplett erschöpft. Sobald ich die schöne Deko vom Bett entfernt habe, ließ ich mich fallen und schlief sofort ein. So, währenddessen Joanna sich etwas ausruht, muss ich nochmal zur Rezeption, weil das Internet zusammengebrochen ist. Mit weniger als 1 Mbit Download lässt sich nicht mehr surfen und keine Videokonferenz halten. No Internet in Paradise. Step on our feet. Wir wollen los. Joanna hat gesagt, sie kommt mit. Aber guckt euch das an. Sieht das aus, als ob sie gleich aufsteht und mitkommt. If we go down it, there's a chance we won't make it back. We better move.
Schließlich hat Jens es doch geschafft, mich wach zu rütteln. Um 18 Uhr geht hier die Sonne unter und bevor es ganz dunkel wird, wollen wir noch irgendwas zu essen finden. Die Straße noch nicht ganz so gefährlich, wir sehen. Okay, je nachdem, ein bisschen Gefahrflucht sind sie trotzdem. Die Straße, an der unser Hotel liegt, ist immerhin angenehm ruhig. Und man muss nicht jedes Mal um sein Leben fürchten, wenn man sie überqueren will. Nur der leichte Abflussgeruch trübt diese Ruhe ein wenig. Woher er kommt, bleibt vorerst ein kleines Rätsel. Immer wieder fällt uns auf, dass Englisch nicht unbedingt die größte Stärke der Thailänder ist. Aber auf jeden Fall geben sie sich Mühe und wir respektieren das. Denn am Ende zählt der Versuch. Wir drehen eine kleine Runde, um die Gegend zu erkunden und entscheiden uns schließlich, in der Nähe unseres Hotels zu essen. In dem Restaurant mit dem blauen Bus im Hof. Der Besitzer ist super nett und besteht darauf, uns einen kostenlosen Papayasalat vorab zu servieren. Anscheinend ist er extrem stolz auf sein Rezept. Wir mussten alles abbrechen, weil... Warum mussten wir alles abbrechen und sind jetzt hier? Weil ich Hunger habe. Endlich, Johanna hat Hunger. So, warum auch immer, er wollte uns unbedingt einen Papayasalat als Vorspeise kostenlos geben. Die haben wir genommen, von der Menge her werden wir fast satt. So, mal gucken, ob es spicy ist, wenn Johanna isst. Du willst mich erst mal probieren lassen und wenn ich es überlebe und keine Tränen in den Augen habe, dann isst du es oder was? Ja. Ich habe die Pässe in der Tasche. Ich muss also überleben zuerst. Es ist pikant. Okay. Was ist deine Meinung zum Papayasalat? Schön, dass du mich fragst, wenn ich gerade versuche zu schlucken. Ja, also Papayasalat ist ultra lecker vom Geschmack, aber zu scharf für mich. Zu scharf. Und er hat es not spicy gemacht. Mein Essen ist jetzt auch gekommen. Irgendwelche Beefstreifen mit Minze. Aus meiner Sicht sieht das auch gut aus. Und Johannas Suppe mag ich auch sehr. Ja, aber die habe ich schon angefangen. Ich müsste sagen, ich hatte Hunger und ich habe noch heute keine Pille gegen Übelkeit genommen. Sehr gut. Keine, gar keine. Ich werfe einen neugierigen Blick in den Bus. Es zeigt sich, dass es ein Partybus ist. Vor allem dafür gestaltet, dass man dort kiffen, trinken und sich einfach entspannen kann. Eher im Liegen, denn es gibt keine Sitze. Direkt auf der nächsten Hauptstraße befindet sich ein Abschnitt, der Ao Nang Muslim Street heißt. Es ist ein kleines, aber lebendiges Viertel, das sich um die beeindruckende Ao Nang Moschee zentriert. Ab den Abendstunden verwandelt sich die Gegend in einen Nachtmarkt, wo man eine Vielzahl von Halal Streetfood Spezialitäten kaufen kann. Da die Beine von Jens aussehen, als hätten sie einen Kampf gegen eine ganze Mückenarmee verloren, besuchen wir eine Apotheke, um eine Salbe zu kaufen, die sein Leid ein wenig lindern kann. Übrigens, habt ihr das schlafende Kind im Babypool gesehen? Für uns mag das etwas seltsam wirken, aber in Thailand ist es völlig normal, dass Kinder vollständig in den Alltag der Eltern integriert sind. Sie schlafen oder spielen einfach dort,
wo die Eltern sind, anstatt durch Kinderbetreuung getrennt zu werden, die sich sehr viele Familien ohnehin nicht leisten könnten. Hitze und Lärm sind für thailändische Kinder nichts Besonderes. Sie schlafen überall, weil sie es von klein auf gewohnt sind. Und Improvisieren gehört zum Alltag, wie zum Beispiel ein Babypool, der zum Bett umfunktioniert wird. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt, though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. Erstmal eine Ölentspannungsmassage für uns beide. Allerdings ohne Kamera. So, wie war deine Massage? Die war mega. Das war eine der besten, die ich hatte. Weil die war zart, sie hat mir den Finger nicht reingepickt in den Körper. Und sie war so ruhig, warm. So mit Gefühl. Bin sehr zufrieden. Sehr gut. Gegenüber unserem Hotel gibt es einen netten Pub mit einer schönen Sitzecke oben. Also gönnen wir uns dort zur Krönung des Tages einen Fruchtshake. Das muss in Thailand mindestens einmal am Tag sein. Die Auswahl ist groß, doch für Jens gibt es sowieso nur eine Option. Banane. Es ist immer Banane. Nach der anstrengenden Massage braucht es jetzt erstmal einen Shake. Und ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Aber wenn es irgendwo einen Bananenshake gibt und andere Sorten, dann muss ich einen Bananenshake nehmen. Joanna mag das gar nicht, vielleicht nehme ich ihn deshalb, weil dann muss ich es trotz verheiratet nicht teilen. Ja, das ist so bei uns. Und ich nehme meistens irgendwas mit Erdbeere, weil das wird Jens nicht essen. Praktisch. Den ganzen Weg mit einem Taschentuch gelaufen. Welche ist die Idee von einem Müllkorb oder Mülltonne irgendwie fremd an der Straße? Und dann läuft man damit und hat keine Möglichkeit, es wegzuwerfen. Kein Wunder, dass hier überall Müll liegt, sei auf den Straßenrändern. Für uns endet der Tag hier. Joanna macht die Vorhänge zu, damit wir unsere Ruhe haben. Und ich mache die Kamera aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Im nächsten Teil überschlagen sich die Erlebnisse. Von einem Spaziergang durch den Urwald über blaue, warme Quellen bis hin zu Delfinen und Höhlen. Bleibt unbedingt dabei. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf unserer Reise begleitet. Tschüss, sagen Jens und Joanna.